von 4 Personen in 4 Vorträgen über die Rolle der Händigkeit bei Streichinstrumenten, Blasinstrumenten und gestern auch schon von Tasteninstrumenten informiert wurden. Und Sie können jetzt sicher erahnen, dass bis zum heutigen Zeitpunkt die Rolle der Händigkeit deutlich unterschätzt wird und sie spielt auch beim Klavier eine große Rolle. Was ich mich frage, ist, wie ich in den 11 Minuten sozusagen einer relativ kurzen Zeit das Thema so schmackhaft machen kann, dass Sie sich auch weiterhin damit beschäftigen, dass händigkeitsgerechter Musikunterricht ein Gegenwartsprojekt wird und nicht ewig als Vision in die Zukunft verschoben wird. Ganz kurz zu mir, also ich bin Heidi mit dem Linkshänderklavier, so sieht mein Klavier aus. Mein Klavier hat eine schmalere Tastatur, weil ich gehöre zu den 75% der Klavierspieler, wo die heutige Tastatur zu groß ist. Bei den Handmessungen haben wir die Größen, bei der Händigkeit, wie es vorhin in den Vorträgen gesagt wurde, haben wir die Zahlen einfach nicht. Wir kriegen die Genetik nicht raus, also die Genetik wird nicht rausgekriegt. Warum man sie nicht rauskriegt, weiß ich nicht, ich bin keine Genetikerin. Und es sind viel mehr, dazu sage ich nachher noch mal was ganz kurz. Also ich versuche mich weltweit für die Verbreitung des Linkshänderklaviers und das Schaffen optimaler Lernbedingungen beim Instrumentalunterricht an Tasteninstrumenten einzusetzen. Und warum habe ich ein Linkshänderklavier? Klar, ich bin Linkshänderin. Aber für mich hat dieser Prozess viel zu lange gedauert, ehe ich überhaupt wusste, warum bei mir das Klavierspiel auf die übliche Art einfach nicht funktioniert hat. Und ich war da schon 50 Jahre, bis ich dem Mysterium aus die Spur gekommen bin und es ist irgendwie verdammt spät. Bei mir haben 2 Dinge im Leben nicht funktioniert. Das eine war die Gesundheit, also ich habe Medizin studiert und 50 Krankheiten ausprobiert, das war nicht gerade lustig. Und das andere war das musikalische Lernen. Das musikalische Lernen hat einfach, es hat nicht funktioniert. Ich kann Ihnen die Art und Weise, wie ich das Leben da gestartet habe, nicht nachempfehlen. Aber ich versuche jetzt auch nochmal ein Bild zu schaffen, damit Sie wissen, wie wichtig Händigkeit ist. Hier sieht man nochmal beide, das sind meine beiden Klaviere. Ich habe Bechstein als Rechtshänder, das als Linkshänder, das sind die hohen Cs, die man sieht, stehen so nebeneinander. Um dieses Bild zu schaffen, also der Regenbogen, der kam, als ich dann erfahren habe, mein zweites Klavier ist umgebaut, fertig und ich darf es dann den Transport bestellen. Wenn Sie im Haus einen Dachziegel haben, der ganz blöd über irgendeiner Wand ist und da ist ein Loch drin und Sie merken den Wasserschaden erst, wenn er im Keller ist, weil er durch die Wand durchgelaufen ist, durch verschiedene, Sie merken irgendwas riecht und Sie fangen dann unten an, stellen Trockner auf und gucken die Wände nach und schauen und schauen. Und ehe Sie sozusagen nicht wirklich oben dieses Loch gefunden haben, unser schönes Gehirn beim Kopf ist oben und es spielt wirklich eine große Rolle. Also wie gesagt, mir ist die Bedeutung wichtig, dass Sie merken, auch beim Klavier und das Gehirn spielt eine große Rolle und wir können es nicht umtrainieren, wir können nur versuchen, es besser zu benutzen. Ist es einfach so, dass die Händigkeit diese große Rolle spielt und wir müssen dem nachgehen, wenn wir nicht in den nächsten Generationen weiterhin Lernstörungen, Konzentrationsprobleme, Legasthenie, Stottern und chronische Krankheiten entstehen lassen wollen, weil die sind nicht von vornherein da, die Kinder werden nicht krank geboren. Die werden durch die Beziehung zu den Dingen, die Störung liegt sozusagen nicht im Gehirn, die Störung liegt in der Beziehung vom Körper mit dem Benutzen in der Außenwelt. Also das ist an einer anderen Stelle. Das Linkshändergehirn ist richtig, das Rechtshändergehirn ist richtig, aber wir tun halt was ungünstig dafür ist. In der Piano News ist die ausführliche Geschichte drin, wie ich damals das rausgefunden habe. Also ich habe 10 Jahre Anfänger im Ort am Klavier begleitet, weil mir da mal jemand gesagt hat, das könntest du ja mal machen. Das hätte ich mir auch damals nie zugetraut. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe bei einer Schülerin Gegenbewegungen gesehen. Also das war auch so ein Kind, wie vorhin die Flötistin hat es erklärt, die Schreibhand war nicht klar, also man wechselnder Handgebrauch und das Kind hat sich für die rechte Hand zum Schreiben entschieden, kam zu mir im Klavierunterricht. Die Töne gingen also auf dem ursprünglichen Klavier nach oben und ihre Hand, die machte immer Bewegungen in die Gegenrichtung. Und es sind sozusagen die Urreflexe im Körper, die wir eigentlich für Tonhöhen oder das dann doch irgendwoher weiß es der Körper schon, warum weiß ich nicht. Die werden halt einfach umgebogen und es gibt Kinder, da funktioniert das ganz gut und es gibt Kinder, da funktioniert es halt einfach überhaupt nicht.
Bei mir hat sich das ganze musikalische Gehör nicht entwickelt. Also ich konnte nicht mal, das ist verrückt, wenn Sie 10 Jahre einerseits musizieren, 10 Jahre singen und Sie können nicht unterscheiden, ob der Ton einen Halbtonschritt auf oder einen Halbtonschritt runter geht, weil ich konnte es nicht, ich konnte auch Dur und Moll nicht unterscheiden. Und ich hatte aber eigentlich gar nichts weiter Böses getan oder sowas und mir hat auch jeder gesagt, das müssen Sie üben. Also Melodie vom Chör abnehmen. Ich lerne 10 Jahre singen, Textgedächtnis gleich 0, in Anführungsstrichen, auch ganz scheußlich, ist irgendwann gebrochen worden und zwar ganz früh. Also bei mir gibt es kein Foto mehr nach dem 5. Lebensjahr, wo ich was mit links mache. Also ich habe den ganzen Körper auf die falsche Seite gezogen. Und ja, hat lange funktioniert, Abitur mit 1,0, Studium einigermaßen geschafft. Aber nachempfehlen würde ich es den anderen nicht. Also ich empfehle Ihnen einen besseren Weg. Macht man es von Anfang an so. Wie gesagt, in dem Buch steht die Geschichte ausführlich drin. Hier ist der Anfang vom Artikel einfach noch. Hier ist jetzt noch mal kurz, da können Sie drauf gucken, wie das Linkshänderklavier aufgebaut ist. Also das Klavier hat 2 Spiegelachsen. Es ist hauptsächlich ums D gespiegelt. Also wenn Sie als Pianist D haben, D bleibt immer gleich, nur die Hohen und die Tiefen sind vertauscht und Ass und Gis bleibt auch immer gleich. Es sind einfach nur die Töne vertauscht und die Zwischentöne kann man dann ausfüllen. Mehr kommt dann morgen im Workshop einfach nochmal. Für mich war es so, nachdem ich dieses Kind mit den Gegenbewegungen hatte, habe ich gedacht, ich muss mich jetzt einfach da zwar ich habe mehrere Professoren am Klavier gefragt, ob Händigkeit eine Rolle spielt. Nein, Händigkeit spielt keine Rolle. Habe ich mich dann doch mit dem Thema beschäftigt und ich habe also dieses Buch gelesen, das Recht ist einfach nur die neuere Ausgabe und während dem Lesen von dem Buch ist mir dann klar geworden, hoppla, du bist keine Rechtshänderin, du bist Linkshänderin, weil die Merkmale, also die sind verschieden, man ist deshalb nicht krank, sondern man ist einfach nur anders. Übrigens, rein anatomisch, von der Medizin her, ist der Linkshänder hat ein anderes Gehirn als der Rechtshänder. Das sieht man in der Furche, bloß man kann halt nicht den Kopf aufbohren und nach der Furche gucken. Das Schwierige ist auch die Unterscheidung. Es gab Ärzte, die es im EEG eindeutig bestimmen konnten. Leider sind beide schon tot. Also ich kann sie nicht mehr fragen, aber es muss übers EEG eine Lösung geben. Im MRT gibt es auch die Untersuchung, wo Sie sehen. Aber das MRT ist es ist einfach zu aufwendig und man kann nicht jedes Kind ins MRT reinschieben, bis man die Händigkeit also feststellt. Aber man könnte es zum Beispiel bei Untersuchungen mitmachen. Wo man sich gut informieren kann, kam vorhin schon, es ist einfach die Plattform. Sie haben die Erfahrung. Es gibt ganz viele Leute, die sich im Grunde genommen mit der eigenen Händigkeit nicht wirklich bewusst sind, so wie ich vor 15 Jahren, aber glattweg die Behauptung haben, sie wissen, wie es geht, sie wissen Bescheid. Nein, Bescheid wissen tun eben nur die, die das ausprobiert haben. Die Erfahrungsberichte sind hier. Das sind nochmal die Bücher, wo man ich kann sie nur zum weiter sich damit beschäftigen, animieren. Ich zähle Ihnen noch auf, was sich bei mir verbessert hat. Ich sage immer, I have a healing piano. Also ich habe ein heilendes Klavier. Ich war zu alt. Meine Alltagsbewegungen konnte ich nicht umtrainieren. Da habe ich Verschlechterungen gekriegt im ganzen System. Verbessert hat sich die Konzentration, auch im Alltag. Mir geht es deutlich besser als vor 10 Jahren. Das Gedächtnis. Auswendiges Klavierspiel ging rechtsrum gar nicht, linksrum besser, aber ich muss es halt auch viel mehr üben. Ich müsste halt jetzt auch 3 oder 4 Stunden am Tag üben, weil es im Moment nicht genau, wo ich die herkriegen soll. Der Rhythmus ist bei den Linkshändern auf der linken Seite. Wenn Sie mal jemanden am Klavier haben, der zwar das Rechtshänderklavier spielt, aber dann die ganze Zeit mit dem linken Fuß schiebt, dann können Sie davon ausgehen, dass das ein Linkshänder ist und meistens weiß er es nicht. Viel schnellere Spielgeschwindigkeit. Also bei mir ist es so, dass ich bin zwar keine Profimusikerin, aber ich habe mich am Rechtshänderinstrument jetzt nach 10 Jahren über die 40 Jahre, die vorher waren, deutlich überholt. Also bei mir ist die linke Hand zwar nicht schneller als die rechte, aber beides ist viel, viel schneller als vorher. Es haben sich beide Instrumente verbessert, indem ich den ganzen Körper anders benutze. Das Problem ist das Gehirn, es sind nicht nur die Hände. Ich merke jetzt, ob mein Gehirn links oder rechts rumläuft. Gehör, Körperwahrnehmung, besseres Spielgefühl, mehr Flow. Es existiert ein einzigartiges System für Rechtshänder, für die Linkshänder muss es kreiert werden. Man kann das nicht einfach nur eindeutig spiegeln.
Da liegt ganz viel Arbeit an. Wie müssen wir die Notenhefte machen? Wie müssen wir das beim vierhändigen Spiel machen, weil der Bass sitzt auf der anderen Seite? Also da ist jetzt viel Kreativität gefordert, wenn man das im Klavier einfach in eine positive Sache reinholen möchte. Es ist eigentlich ein eigener Forschungsbereich, was man da machen müsste. Es würde viel Sinn machen und viel großes Leid ersparen, wenn für Linkshänder genau die gleichen Lernbedingungen geschaffen würden, wie sie für Rechtshänder schon existieren. Es wäre auch total wichtig, eben die Linkshänder auf ihrer linken Seite zu unterstützen. Die werden oft einfach nur sich selbst überlassen. So, nur guckt mal, dem Rechtshänder zeigt man es beim Schreiben, beim Instrumentalspiel ganz genau, der Linkshänder kriegt es hingeknallt, so, nun mach mal. Und dann kommt Try and Error und Try and Error dauert lange. Wenn ich etwas gut gezeigt kriege, kann ich deutlich schneller lernen und wenn ich richtige Reihenfolgen im Lernen habe, das weiß jeder, wer von Anfang an transponiert, wird es können. Wer erst ganz schwere Stücke spielt und will dann transponieren, es gibt einfach Sachen, da braucht man Lernreihenfolgen und die funktionieren dann nur, wenn man sie beachtet. Also es würde sehr viel Sinn machen, viel großes Leid ersparen, da für Linkshänder gute Bedingungen zu schaffen. Händigkeitsgerechter Instrumentalunterricht ist Gesundheitsprophylaxe, egal in welchem Alter man startet. Diese Form des Unterrichts sollte weltweit ihre Anwendung in der Praxis an allen Instrumenten finden. Trauen Sie sich, probieren Sie es aus, das Piano mit den Mirror Keys, also mit den gespiegelten Tasten. Es gibt ein Instrument, das wurde gestern schon erwähnt, von 1878, Liszt, Stravinsky, Debussy, alle haben es ausprobiert, alle fanden es toll zum Komponieren. Ganz große Möglichkeiten, darüber sage ich morgen im Workshop noch mehr. Und wenn wir es einsetzen, können wir sagen, wir verbreiten in kürzester Zeit gesundes Musizieren weltweit. Sie hatten die Frage nach der Instrumentenbeschaffung. Also es gibt von Blüthner Instrumente, die kann man einfach spiegeln. Also der hat 3 elektronische Tasteninstrumente und die sind spiegelbar, hat leider die Produktion eingestellt. Gegen Ende des Jahres gibt es neue, gute, gespiegelte E-Pianos. Die kriegt man im Internet auch noch. Also muss man halt einfach suchen. Und die richtigen Klaviere, dieses hier, das ist von der Firma Blüthner. Und er hat auch einen Flügel gebaut. Also der existiert in Realo, 2,10 Meter, Salon-Konzertflügel von Gesaloso. Es gibt ein Hammerklavier, das hat der Christopher Sied, der hat es in Holland bauen lassen. Man muss die halt ansprechen und die machen das halt dann einfach. Also Firma Blüthner baut Linkshänderklaviere auch, also ganz real, akustische. Und die elektronischen, da gibt es die Möglichkeiten, die zu spiegeln, über einen Computer zu spiegeln, über einen Keyboard-Mirror zu spiegeln. Es steht auch alles auf der Seite links gespielt. Also bei mir sind 6 Veröffentlichungen auf der Seite links gespielt. Und wenn es da immer neue Informationen gibt, weil sich wieder was ändert, wenn die neuen Instrumente kommen, dann kommt es alles auf die Seite links gespielt. Da muss man einfach im Klavierbereich im Block gucken. Im Grunde genommen, wer jetzt will, kann sich privat ausstatten. Das ist natürlich toll, es ist mit ein bisschen Aufwand, weil man muss sich halt informieren. Aber beim Klavier, das hat ja auch diese Sonderrolle, das kann ich nicht unter den Arm klemmen. Aber wir haben alles auch schon ausprobiert. Also man kann auch Online-Unterricht machen, man kann es gegenüber machen. Also über das Unterrichten erzähle ich dann morgen die Möglichkeiten einfach in der Dreiviertelstunde, weil da können wir das noch in der Gruppe ausprobieren. Die Kreierer haben das ja vorher alle erst mental kreiert. Also der Gesaloso hat 30 Jahre sich gewünscht, linksrum spielen zu können. Und der hat es also erst mental entworfen, dann auf dem Brett aufgezeichnet. Und die haben auch schon, also beim Christopher Sied ging dieser, der hatte dann sein Klavier und der konnte es mit Noten, auch mit allem sofort, weil er sich halt schon 10 Jahre vorgestellt hat, mental. Also so, die es kreiert haben, die hatten eine ganz lange mentale Vorlaufzeit. Das ist eben wirklich total individuell. Und wenn wir die Kreierer nicht gehabt hätten, dann hätten wir es gar nicht. Ne? Es gibt auch Leute am Klavier, die üben generell gespiegelt jegliche schwierige Passage, damit sie besser sitzt. Also das Gehirn kriegt definitiv wirklich stabilere Synapsen. Diese stabilen Synapsen, ich wusste vorher gar nicht, was das war, weil ich konnte nicht auswendig spielen. Also bei mir ist es abgebrochen, dann wusste die Hand nicht mehr wohin. Jetzt am Linkshänderklavier, selbst wenn ich mal was vergesse, der Körper spielt es einfach weiter. Also er spielt es ohne dieses Denken halt. Ach ja, und mit dem mentalen Training, da wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen, das ist dann interessant, also ich hatte ein gutes bildliches Vorstellungsvermögen, aber ich konnte Klavier nicht mental trainieren, weil es einfach nicht ging. Und dann ist es interessant, wenn die Klarinettistin erzählt, ich konnte, bevor ich die Klarinette richtig rum hatte, auch nicht mental trainieren.
Also heute ist es für mich überhaupt kein Problem. Ich kann jetzt am Rechtshänderklavier mental trainieren, ich kann am Linkshänderklavier mental trainieren. Aber vorher ging es nicht. Und für die Kinder ist es halt wichtig, weil die fangen trotzdem mit der Melodiehand an. Das sagt natürlich jeder große Pianist. Sie haben das dann alles und sie brauchen die ganze Unabhängigkeit der Hände. Es gibt eine Gruppe von Linkshändern, wo es funktioniert. Und es gibt Gruppen von Linkshändern, wo es nicht funktioniert. Und die gehen unter. Die sind auch in den Studien nicht drin. Das hat vorhin Christine schon gesagt. Also die fliegen vorher raus. Auch Linkshänder sind verschieden und man müsste sie wieder in Gruppen zusammenfassen. Es gibt die es im Höchstleistungsbereich erreichen. Glenn Gould war in meinem Alter schon längst tot. Also hat viel links gespielt und für mich war dann auch klar, oh, der ist Linkshänder, und dann habe ich gelesen, haha, der ist es ja wirklich. Sie können es nämlich hören. Also man kann es bei ganz, ganz vielen Spielern auch hören, dass das Klavier falsch rum macht. Und dann ist es ja auch nicht so, dass sie die andere Tastatur nicht lernen können. Es gab ja auch vor 140 Jahren schon die beide Tastaturen beherrscht haben. Aber wenn sie natürlich die richtige Reihenfolge geben, dann können sie beide beherrschen. Verstehen Sie? Und dann können Sie sie auch leichter beide beherrschen. Und die das früher gespielt haben, die haben die ja noch so, auch so gespielt. Ne? Also die haben nicht nur oben und unten, sondern die haben die verknüpft. Und wir müssen mal schauen. Also wir haben eine reiche Zeit und keiner hat Geld. Also wir müssen irgendwie sehen, wie wir es in die Musikschule kriegen. Ja, am Klavier fängt man halt auch an, der Linkshänder mit dem Linkshänderklavier und der Rechtshänder mit dem Rechtshänderklavier. Und die gut sind, die kommen halt dann auch als Manchopiano. Noten lesen, ich sage ja, wir stehen am Anfang. Also ich habe verschiedene Sachen probiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Noten zu spiegeln. Es müsste wirklich in einer Teamwork ein System gefunden werden, was für die besser passt. Also auch, das geht nicht nur die Noten 1:1 zu spiegeln, da funktionieren zum Teil auch Sachen nicht. Bei dem Umlernen ist es wieder anders mit den Noten. Also Christopher Sied kam von einem auf den anderen Tag mit zurecht, weil das liegt an der Grundvernetzung und am Gehör. Bei mir haben die Prozesse ewig gedauert, weil ich den ganzen Körper auf die andere Seite gezogen hatte. Da müssen wir einfach erstmal kreieren. Aber es gibt eindeutig Kinder, die von rechts nach links schneller erkennen, schneller lesen können. Und das ist ein ganz großes Tabu in unserem Sprachraum. Es gibt ja auch Sprachen, die sind von rechts nach links kreiert. Zum Beispiel die persische Schrift geht von rechts nach links, die arabische Schrift geht von rechts nach links. Wir müssten da offener sein, weil zum Beispiel Schrift oder auch dann Notenschrift zu ändern, würde mit dem Knopfdruck auf den Computer gehen. Also wir können sofort im Computer ein Spiegelschriftbild erzeugen. Und da müssen wir einfach kreativer sein und Lösungen finden, wie wir dann auch mit den Kindern oder mit den Schülern umgehen, dass man auch eine hohe Kompatibilität hat, dass das passt und dass man dann auch untereinander die Sachen zusammen machen kann. Aber heute haben viele Musiker ja einfach ihren Laptop auf dem Notenständer stehen. Also bei mir bin ich auch noch am Tüfteln, aber das, was dann für mich stimmt, wird durch diesen Weg nicht für alle stimmen. Also das weiß ich jetzt sozusagen heute schon. Man müsste was finden, was genauso gut ist, aber wie dieses andere System, das andere System ist über 300 Jahre kreiert worden. Ne? Da würde ich mich erkundigen, wie die Lesesprache, also wie die ganze Entwicklung ist. Ich bin halt Medizinerin. Und wenn ich merke, es sind irgendwelche Störungen drin, würde ich es mit gespiegelten Noten versuchen. Es gibt drei Formen von gespiegelten Noten, aber Ihnen ist damit nicht, können Sie selber spiegeln dann, aber Ihnen ist damit im Moment nicht die ganze Literatur zur Verfügung, weil Sie es alles selber machen müssen. Man bräuchte Teams, die sich wirklich zusammensetzen und sagen, ey, so oder wie liest der Körper auch. Also es gibt eine ganz tolle Leseforscherin in Amerika, aber die hat noch nie gespiegelt probiert. Also es ist eine Legasthenie-Forscherin, die kennt die ganzen Kreisläufe. Da gibt es so viel, das ist ein Endlosthema.